Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier hinten geht es weiter. Wir bauen weiter an dem großen Berg. Und zwar fangen wir an heute mit der Zugstrecke. Wir müssen erst ein paar Gleise machen. Es ist ziemlich knifflig hier hinten zu bauen, denn ich muss 75 cm mit meinem Körper mich vorbeugen. Wir werden sehen, was ich heute alles schaffe. Es werden auf jeden Fall hier die Gleise gemacht und ich möchte dieses Loch hier hinten schließen. Das muss das Ziel sein. Ob ich schaffe, ob es mir gelingt, weiß ich noch nicht. Wir werden das dann sehen. Doch jetzt erstmal hier an die Zugstrecke. Die müssen wir erstmal hier abbauen. Ja, und seht euch dieses Riesenloch hier hinten an. Das zu schließen, das wird alles nicht so einfach werden. So, jetzt guckt euch das an. Ich habe die ganze Zugstrecke erstmal hier abgebaut. Ja, war auch wieder einiges zu tun, aber ich weiß ja jetzt, wie der Verlauf der Gleise aussehen soll. Und hier habe ich mir schon mal ein paar Unterteile hier hingelegt, den Unterbau für die Gleise, die wir gleich hier hinten einbauen werden. Natürlich müssen wir dabei beachten, wenn wir jetzt eine Plate höher gehen, quasi mit dem Unterbau, dass wir dann von den Stützen wieder eine Plate wegnehmen. Ja, und das Ganze mache ich über diese 4 Schienen erstmal und dann wollen wir erstmal weitersehen. Das ist gar nicht so einfach hier hinten zu bauen, wie gesagt, aber ich mache mich dran. Ich habe hier die Schienen erstmal an dieser Stelle getrennt. Ja, und jetzt heißt es, das Ganze hier Stück für Stück abzubauen. Aber wie gesagt, Stück für Stück. Und jetzt heißt es hier erstmal, das Ganze zu verbreitern und mit Unterbau zu versehen. Ja, und los geht es hier mit dem Unterbau. Als erstes natürlich hier die Schwellen und die kleinen 1x1 an den Seiten noch. Und dann natürlich wie immer den Gleisbau so darstellen, wie ich es in der Regel immer tue. Da kommen noch so ein paar Farbnuancen rein und dann bin ich an der Stelle auch schon fertig. Ja, und anschließend müssen wir natürlich noch den ganzen Unterbau hier verstärken und noch mit Plates versehen. Das werde ich gleich auch noch tun. Diese 4 Stücke hier habe ich jetzt soweit alle fertiggestellt. Ja, war ziemlich viel Klickerei, denn ich habe das Ganze nochmal richtig unten verstärkt und auch breiter gebaut. Wir sind jetzt 8, 10, 12 Noppen breit. Ja, ich glaube, das ist vollkommen okay. Das heißt, den Rest tun wir von links und rechts jetzt ohne Probleme später zubauen, sodass der Zug ohne Probleme über die Strecke fahren kann. Wenn ich das jetzt hier allerdings einbaue, muss ich auch bedenken, dass ich hier hinten schon hochbaue. Das heißt, erstmal als Untergrund ein paar Felsenelemente als Verstärkung und dann hier irgendwie eine Schräge hochbekommen. Das wird auch alles nicht so einfach, wie gesagt, weil das hier alles, ja, und von dieser Seite auch, weil das hier alles so ein bisschen sehr weit entfernt ist. Ja, aber wie gesagt, Stück für Stück, Schiene für Schiene muss das alles gemacht werden. Das nützt jetzt nichts. Es ist sehr, sehr kompliziert. Die ersten 2 Schienenteile habe ich jetzt erstmal hier eingebaut und auch wieder festjustiert. Ja, so kann man das definitiv lassen. Hier hinter habe ich auch schon mal ein bisschen Steine gesetzt und diese Plate habe ich hochkant gesetzt als Innenwand für den Tunnel. Ja, ich denke mal, dass unmittelbar hier vorne auch dann das Tunnelportal entstehen wird, sodass wir hier eine schöne Strecke an dieser Stelle haben, die wieder sichtbar ist. Ja, aber ihr seht, dieses Vorbeugen, das geht ganz schön auf den Rücken. Kommen wir zu einem weiteren kleinen Fortschritt. Ich habe diesen hinteren Teil hinter den Schienen mit dem oberen Teil hier jetzt miteinander verbunden. Das ist richtig stabil, das ist vollkommen okay. Das heißt, jetzt muss es um Folgendes gehen, dass wir hier noch so ein bisschen hochziehen, bevor wir das Ganze hier oben dann miteinander wieder verbinden. Mal gucken, ob wir das heute noch so hinkriegen. Ein kleines Stückchen habe ich hier unten schon mal vorbereitet und auch hier, ja, ihr seht, es ist stabil und ich zeige euch das auch mal von hinten, wie ich das abgestützt habe, mit diesen 2x2x10 Stangen, sage ich immer, und das ist doch recht stabil, muss man wirklich sagen. Ja, und jetzt heißt es, das Ganze noch ein bisschen höher ziehen, damit wir in der Hoffnung noch heute das oben geschlossen kriegen. Aber, wie gesagt, mal sehen. Jetzt habe ich das Ganze bis oben hingezogen und auch mit dem oberen Teil hier oben wieder verbunden. Es ist natürlich wie immer relativ stabil, aber wir werden das sehen in der nächsten Folge, wenn wir das hier oben weiter drüber ziehen. Heute werde ich nicht weitermachen, das war viel zu viel Gebückerei hier vor, also mir reicht das jetzt definitiv. Ich finde, es ist trotzdem viel gewesen mit dem ganzen Unterbau, was da alles drunter waren, Platten, also das ist auch schon nicht wenig gewesen, plus die ganzen Schwellen. Und jetzt machen wir ein Vorher-Nachher-Bild.
Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. Ja, es hat sich sogar richtig was getan. Optisch ist da tatsächlich ganz schön was zu erkennen. Schaut selbst, vorher und nachher. Ja, ich glaube, so können wir das absolut lassen. Es ist eine gute Vorbereitung gewesen, um in der nächsten Runde das Tunnelportal höchstwahrscheinlich zu gestalten. Also, was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr heute vom heutigen Baufortschritt haltet und ob ihr die Vorbereitung auch gut findet. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und ich möchte gerne dieses Tunnelportal in der nächsten Runde schon gerne fertig gestalten. Das ist definitiv mein Ziel und es wird auch Zeit. Also, ich würde sagen, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Also, bis dahin. Tschüss.